Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Ausgabe für euch live aus dem Studio. Und zwar Themen, die wir heute haben, sind Waldbrände in Palermo, Flughafen muss geschlossen werden. Dann haben wir ein Thema KFC-Liebhaber bei British Airways. Wir haben auch die Air Baltic-Flotte, die mit 25% jetzt mittlerweile am Boden steht. Das ist etwas problematisch. Wir haben aber auch die Hitze, die halt die Fluggesellschaften dazu zwingt, die Operations zu ändern. Und wir haben das Thema Pratt & Whitney. Das sind die Triebwerkshersteller der A320neo. Die haben Probleme, die Triebwerke wieder. Und wir haben heute keinen Deal und Deal, weil eigentlich nichts dabei war. Ganz einfach. Aber dafür haben wir für euch frisch gepresste Themen. Ganz wichtig an dieser Stelle natürlich auch wieder die Erinnerung, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen oder Kanalmitglied zu werden. Da müssen wir einmal nochmal Lob, Respekt zollen an den Kollegen Tom. Der hat eine Kanalmitgliedschaft abgeschlossen und da müssen wir sagen, danke. Auch haben wir noch in eigener Sache einen Hinweis, und zwar haben wir einen Stammtisch in Frankfurt, einen Stammtisch in Berlin. Wer sich anmelden möchte, kriegt über diese Nummer den Link, oder aber auch, wenn ihr Kanalmitglieder seid, ist der Link ja auch in der Gruppe jeweils, in der WhatsApp-Gruppe. So, das erste Thema, was wir heute angehen wollen, das ist etwas problematisch in meinen Augen. Das ist der Flughafen in Palermo. Da seht ihr die Bilder, da brennt es lichterloh um den Flughafen herum, und natürlich muss der Flugbetrieb gestoppt werden. Das wurde dann auch getwittert, und auf den Waldflächen oder in die Waldflächen und um den Flughafen Flächenbrände quasi sind ausgebrochen. Insbesondere ist es im Norden und in der Umgebung der Fall, also etwas uncool, wenn man ehrlich ist. Deshalb bleibt der Flughafen bis 11 Uhr heute gesperrt. Das ist so, der Betreiber hat das auch bei Twitter gesagt, und damit ist es so, dass nicht nur der Flugverkehr betroffen ist, sondern auch mehrere Autobahnauffahrten, die geschlossen worden sind. Und die Polizei ist dort auch im Dauereinsatz und macht und tut. Ja, ich bin mal gespannt, was da weiter passiert. 1500 Menschen mussten in der Gegend evakuiert werden. Also keine schönen Nachrichten. Auch hier könnt ihr ja gerne kommentieren, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt. Inwieweit ihr sagt, na, vielleicht war das wieder eine Ziggy, wie das auf Rhodos war. Und gerade das Thema, das wir haben, das ist die Hitze. Und die Hitze ist etwas, was natürlich bei Fluggesellschaften dafür sorgt, dass die Flüge auch etwas anders operieren müssen als normal. Und zwar ist das so, dass bei diesen Temperaturen, die dort sind, Flugzeuge, die starten, sich der Hitze anpassen müssen. Wir erinnern uns zum Beispiel, und über diese Triebwerke der Neo von Pratt & Whitney werden wir ja auch nachher erzählen, die hatten ja zum Beispiel Temperaturprobleme, dass die halt nicht die Leistung gebracht haben, wie sie versprochen haben, und deshalb mussten sie nach Sharjah bzw. sind auch in Abu Dhabi, in Al Ain auf dem Flughafen gewesen, um dort auszuproduzieren, wie es ist, wenn man Hot and High, also das heißt entweder heiß
und damit halt mit weniger Leistung trotzdem das bringt, was man verspricht, und hoch dann natürlich auch, aber Al-Ain ist jetzt nicht hoch, das macht man normalerweise irgendwo in Südamerika zum Beispiel. Und da ist es so, dass gerade diese Extremwetterszenarien deshalb diese Tests wichtig machen. Und auch in den USA ist es ja so, dass es diese Hitzewellen gibt. Und bei einer hohen Lufttemperatur ist das Problem, dass es weniger Auftrieb gibt. Und dieser Auftrieb ist natürlich für Flugzeuge wichtig, um vom Flughafen hochzukommen. Und je höher das Flugzeug ist oder auch wärmer, desto geringer ist halt wirklich diese Luftdichte. Und die Luftdichte trägt dann das Flugzeug nicht und damit senkt der Wirkungsgrad des Auftriebs. Und Flugzeuge brauchen deshalb längere Startwege. Und natürlich auch kann man das Ganze damit ich sage jetzt mal konterkarieren, ist vielleicht das falsche Wort, aber das kompensieren, wenn man mehr Leistung bringt, oder aber auch weniger Gewicht. Heißt also, dass man bei dem Flugzeug zum Beispiel Passagiere davon informieren muss, dass man Koffer nicht mitnimmt oder dass man andere Sachen zurücklässt, Cargo und so weiter. Und das ist natürlich unschön. Auch Auswirkungen hatten wir ja mehrere Sachen gehabt. Delta hatten wir in Las Vegas, dann hatten wir Malta mit Air Malta und wir hatten in München die Kollegen, die für die TUI geflogen sind. Das hatte ich ja gestern. Und das ist natürlich ein Problem. Es wird natürlich auch so sein, dass man dort versucht, die Passagiere auch davon zu überzeugen, dass man weniger Gepäck mitnimmt. Das ist natürlich auch interessant. Ich denke mal, dass das ein Thema wird, was uns immer mehr beschäftigen wird. Also daran merkt ihr auch schon, dass es natürlich Probleme sind, dass diese Gewichtsbeschränkungen Bezug nehmend auf die Hitze wesentlich mehr werden. Und es gibt halt Regionen, die von der Erderwärmung besonders getroffen werden durch die Hitzewellen. Und das ist im arabischen Raum, wenn man sich das anguckt. Und deshalb waren die ja auch gerade unten am Golf so böse, als die 380er am Anfang zum Beispiel nicht die Leistung gebracht haben oder andere Flugzeuge. Und Tim Clark hat ja auch gesagt, 777X, wenn die nicht das bringt, was sie sollen, nehmen wir die Bude nicht ab. Und man möchte das halt nicht so machen wie früher bei Microsoft, ist das heute noch, ich bin Apple-User mittlerweile, da wurde ja auch Windows beim Kunden entwickelt. Aber auch hier könnt ihr schreiben, was ihr davon haltet. Da bin ich mal gespannt, was eure Meinung ist. Ja, dann gibt es mit diesem Triebwerk auch Probleme, und zwar bei der Air Baltic oder aber auch bei der Swiss. Also die haben ja auch eine Abwandlung von diesen 320er Triebwerken, hat auch die Embraer, die E2. Und da ist es so, ich glaube Money Hunter oder wie heißt die? Und da ist es so, dass jedes vierte Flugzeug von Air Baltic in der Flotte fehlt. Und das nur, weil es bei den Triebwerken mangelt. Das heißt also, die Flottenverfügbarkeit hat sich in den vergangenen Wochen noch schlimmer entwickelt, als man es gedacht hat. Und Air Baltic setzt natürlich voll auf die 220er. Man hat 42 220-300er und damit ist man der größte Betreiber des Modells in Europa. Diese Ausfälle der Triebwerke sind natürlich besonders bescheuert, wenn man davon abhängig ist. Auch auf Air Baltic hingefragt, ob das anhaltende Problem in der Lieferkette liegt. Und da haben die gesagt, ja, das ist so, das liegt an den Lieferketten und es hat sich sogar noch verschärft. In dieser Woche sind 11 Flugzeuge wegen dieser Probleme außer Betrieb. Und der tägliche Betrieb ist dadurch beeinträchtigt. Ich habe das in der Air Baltic Insider Gruppe ja auch gelesen, dass ihr teilweise unhappy seid, weil die nicht pünktlich sind oder dass sie Wetlease nehmen müssen. Ja, das ist das Problem. Da muss man halt Carpat Air oder andere, ich will nicht sagen Seelenverkäufer, aber das sind schon, also ich bin mit der Carpat geflogen, also nicht mit der Fokker, sondern mit der 319er, ehemals EasyJet. Fand ich jetzt nicht so prickelnd. Und man versucht auch Ausfälle mit 320 im Wetlease zu kompensieren, muss aber dann trotzdem die eigenen Wetlease-Aufträge und Verträge, die man hat, auch erfüllen. Und diese verengten Wartungsintervalle, diese technischen Probleme und dann dieser Teilemangel dazu, die beim Pratt & Whitney 1500G, so heißt das Triebwerk, vorliegen, sind weltweit. Und bei der Swiss ist es nicht mehr ganz so heftig wie im Mai.
als im Schnitt 6 bis 8 Maschinen ausfielen. Aber derzeit sind bei der Swiss zum Beispiel 4 von den 30 Maschinen nicht im Einsatz, weil eines oder beide Triebwerke ersetzt werden müssen, so sagte es ein Sprecher. Diese Zahl ist schwankend natürlich, weil es auch abhängig ist von der Versorgungslage. Und dadurch, dass die Versorgungslage so ist, wie sie ist es so, dass der erhöhte Bedarf an Ersatztriebwerken bei der Swiss auch ein Problem ist, weil diese Verfügbarkeiten von solchen Triebwerken sind ja auch nicht unendlich. Deshalb hat das halt Auswirkungen auf den Flugbetrieb. Swiss federt die Ausfälle mit Wetlease-Verträgen natürlich ab. Da ist einer, Air Baltic, der fliegt, aber auch die Freunde von Helvetic fliegen und man ist da halt wirklich jetzt daran interessiert, dass das endlich mal gelöst wird. Auch die bauähnlichen PW 1100er Gs, das sind die unter den 320 Neos hängen, oder die 1900er Gs, die unter den Embraer E2er hängen, sind auch mit Kopfschmerzen, im besonderen Fall mit den Getriebefans behaftet. Und da können wir dann auch direkt wieder zum nächsten Thema schwenken. Und zwar ist das bei Pratt & Whitney, da gibt es noch ein zusätzliches Problem bei dem Triebwerk. Und zwar ist das hier so, dass dieses Triebwerk ein Problem hat, die Hunderte oder Tausende Airbus-Jets aus der Mittelstreckenfamilie der 320 Neo grounden können innerhalb der nächsten Monate. Und zwar ist das so, dass es ein Metallpulver, das verwendet worden ist, nicht den Spezifikationen entspricht. Und da müssen natürlich die Antriebe bei dem PW 1100G JM, jetzt wisst ihr, wie so ein Triebwerk auch ganz genau heißt, in den nächsten 9 bis 12 Monaten beschleunigt ausgebaut, inspiziert werden. Und das ist ganz wichtig, sagten die, dass sogar schon 200 Triebwerke bis Mitte September an den Hersteller zurückgehen müssten. Das heißt also, dass die MTU zum Beispiel, bei dem ja etwa jedes dritte Exemplar des Antriebs entmontiert wird, da nochmal nach Hause muss und gucken muss. Und das ist natürlich uncool. Die Aktien haben 5% an Wert verloren. Und das ist halt ein Riesenproblem, wenn die LEAP-Triebwerke, die funktionieren problemlos. Also die LEAP-Triebwerke der Hersteller Safran und General Electric, das ist ja Joint Venture, die haben keine Probleme. Aber die anderen, die sind ein Problem. Also ist der alte Fußballerspruch hier wieder richtig: Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. So, und jetzt kommt etwas, was in meinen Augen auch nochmal krass ist, und deshalb muss ich euch mal Bilder zeigen, damit ihr auch seht, worum es geht. Es geht um die 767 von der Delta, die in Rom, glaube ich, gestartet ist, oder Mailand war es. Und zwar hat die nach dem Start Hagel gefressen, um es mal ganz platt zu sagen. Und ihr seht hier an dem Spinner, der Spinner ist das, was in der Mitte vom Triebwerk ist, wie der malträtiert worden ist von dem Hagel. Dann seht ihr hier ein Bild, wie der Flügel perforiert worden ist durch die Hagelkörner, als man durchgeflogen ist. Und als Bild, was richtig krass ist, ist vorne das Radom, also die Nase. Das ist dann auch erstmal einmal komplett durchgebombt worden. Und da sieht man auch, dass das eine 767-300 ist. Und die war auf dem Flug von Mailand nach New York als Delta Flug 185. Das ist krass, und die Passagiere sind da wirklich durchgeschüttelt, durchgerüttelt, oder wie es die Bild-Zeitung in solchen Fällen gerne sagt, sie hingen kreidebleich in ihren Sitzen. Und ich sag mal so, es ist natürlich nicht lustig, in so eine Unwetterfront reinzufliegen mit schweren Turbulenzen, Hagelkörnern, die dann auf dem Rumpf und den Tragflächen solche Schäden hinterlassen. Was man natürlich auch sagen muss ist, wir reden jetzt nicht über solche kleinen, die können Tennisball groß sein, die Hagelkörner, die da sind. Und das ist natürlich krass. Die Piloten haben einen Notfall erklärt, haben den Flug dann abgebrochen. Eine Stunde nach dem Start sind sie auch dann sicher wieder gelandet. Und die Bilder sprechen eine klare Sprache. Also da gibt es nichts, was man hinzufügen muss. Auch hier wieder könnt ihr natürlich sagen, was ihr davon haltet. Jetzt gibt es etwas aus dem Bereich Kulinarik, wie der Österreicher das sagt, das ist Kulinarik. Und da ist es so,
dass British Airways aus der Not eine Tugend gemacht hat. Und zwar war das Problem, man hatte einen Langstreckenflug von Nassau, was auf den Bahamas liegt, Florida, ihr wisst schon wo, und dann weiter nach Hause, das heißt also nach London Heathrow. Und da ist ein F-up passiert, um es mal so zu formulieren, und zwar ist dort beim Catering die Kühlung nicht ordentlich gemacht worden. Das heißt also, dass man das Essen, was es dort gab, nicht verwenden konnte, logischerweise. Und da muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, da ist es mir schon lieber, dass die da dann nicht das Essen servieren und sagen, ja, hast du lecker, lecker, ist halt ein bisschen Laff der Salat oder sowas oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist es so, dass der Flug, der dann von Nassau geflogen ist, dort die Probleme hatte, hat man aber dann bei KFC am Flughafen mal eben ein bisschen geordert, aber leider sind natürlich die Mengen, und ihr seht das ja auch an dem Thumbnail-Bild, ich kann euch das gerne nochmal einblenden, dann habt ihr das nochmal gesehen bei dem Bild. Dann ist es so, dass man damit natürlich, ja, ich sage jetzt mal nicht jeden satt macht. Und gucken wir uns das Bild mal an, da seht ihr das auch. Hier haben wir es. Da seht ihr, wie die Cabin Crew mit dem KFC-Bucket da durchrennt. Und da haben wir dann auch noch zwei Fragen. Die Frage des Tages, und ich habe sie natürlich wieder nicht reinkopiert, mea culpa. Da werde ich jetzt auch direkt Besserung geloben. Hier haben wir es, und dann haben wir das auch angepinnt. Pin die Message. Dann kann ich euch das Ganze nämlich auch einmal nochmal einblenden. Und zwar hier, wie findet ihr die KFC-Lösung? Hätte British Airways den Flug absagen müssen? Oder ist es so gewesen, dass man sagen konnte, naja, nun gut, das ist halt so, wie es ist. Lasst uns das mal nachher besprechen, aber meine Meinung kann ich euch ja schon mal sagen. Ich glaube, der Flug hätte nicht abgesagt werden müssen, aber man hätte die Passagiere, aber ich weiß auch nicht, ob es passiert ist, die Passagiere vorher informieren müssen, dass das so ist auf dem Flug. Und wenn man da glauben darf, da gibt es ja auch Bilder von Passagieren, die das ja natürlich traumatisiert gepostet haben. Das Bild will ich euch auch noch mal einmal zeigen. Ich mache das, hups, da haben wir das Falsche kopiert. Das geht ganz schnell. Und dann holen wir euch das noch mal. So, zack. Ah ne, da kommt noch sogar, warte, ich muss das ein bisschen größer machen, weil es da noch einen Kommentar drunter gibt. Dann haben wir das auch alles normal. Und zwar auf der neuen Plattform. Es heißt ja nicht mehr Twitter, das heißt ja mittlerweile X. Und da hat der Andrew Bailey was gepostet. So, jetzt haben wir es aber. Und da ist es so, dass er das, was er gepostet hat, hier haben wir es, zack. Da könnt ihr selber gucken. Ich ziehe euch das hier links in die Mitte. Da steht das, British Airways just has landed at Heathrow Airport after 12.5 hours flight. Also man hatte einen 12,5 Stunden langen Flug mit BA252 von Turks and Caicos ohne Catering. Und man hat da halt wirklich das, was das Kind in der Hand hält, Business Class übrigens, wie wir sehen, in der Hand gehalten. Oh, das heißt, das hat noch nicht mal jeder einen gekriegt, sondern nur einige Passagiere. Ja, das ist natürlich ein Problem. Und dann darunter ist es so, dass jemand schreibt, man war auf demselben Flug. Es ist lächerlich, dass man nur ein KFC Chicken gekriegt hat. Da ist es Drumstick, not even breast. Also das heißt, man hat Schenkel gekriegt und nicht Brust. Fand man auch nicht toll. Und natürlich auch, dass Passagiere, die nicht able und so weiter waren, da dann allein gelassen worden sind. Also alles in allem fahren Passagieren uncool gekommen. Also ich gehe mal davon aus, dass die das nicht wussten. Die andere Frage ist natürlich, inwieweit man da den Passagieren gesagt hätte, dass da dann Unruhen passiert werden. Aber man hätte es vorher sagen müssen und hätte dann den Leuten die Wahl gegeben, okay, du kannst jetzt fliegen, kriegst aber dann KFC und es gibt keine Brust. Ne? Oder du machst es so,
du buchst um und fliegst an einen anderen Tag. Also das wären so die Möglichkeit gewesen mit Kompensation. Also sowas ist in meinen Augen wichtig. So, jetzt können wir eure Fragen beantworten. Wir haben ja 20 Minuten in der Sendung. Gut, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Und da muss ich natürlich nochmal Tom meinen Dank geben für seine Mitgliedschaft. Also denkt dran, Kanalmitgliedschaft. Damit unterstützt ihr den Kanal ungemein. So, und dann geht es weiter. Zack. Schnell noch was getippt und dann geht das hier auch weiter. Hallo Matthias, Grüße nach Königs Wusterhausen. Hallo Sven, Grüße nach Berlin. Schöneberg, habe ich fast gesagt, Schöneberg. Guten Tag, der Herr Nagy. Kanalmitgliedschaft bitte, danke. Venture X, Hallöchen, Kanalmitgliedschaft bitte, danke. Hallo Jörg, hallo Tom, eben schon erwähnt, danke nochmal persönlich. Dann hallo Thorsten, hallo Ronald aus dem gewittrigen München. Naja, so böse war es ja nun doch nicht, oder? Wenn man ehrlich ist, das war zwar ein Catering-Fiasko, aber unschön. Anflug auf Palermo bei Sonnenaufgang über Wasser und aus dem Cockpit war mit Abstand der schönste Anflug, den ich je erleben durfte. Ja. Dann Freddy macht hier jemanden neidisch, den Jörg. Mit einer schönen Anflug in Las Vegas, wenn direkt über den Strip. Ja, beziehungsweise was viel cooler ist, ist, wenn du aus Los Angeles zum Beispiel kommst und erstmal im Gegenanflug bist und dann einmal rum und dann mit dem Strip. Also dass du einmal im Vorbeiflug den Strip siehst und dann bei der Landung nochmal den Strip siehst. Das ist cool. So, Hallöchen, Mr. IQ Hightower, Kanalmitgliedschaft. Aber ich freue mich, dich auf dem Stammtisch zu treffen. Hallo Stadtbär. Kennt nur Moneypenny, das ist okay. Nasen-OP angesagt, heftige Bilder. Ja, das ist krass. Also bei dem Flugzeug. Ja, ich weiß nicht, ob bei dem Flugzeug auch also es wird wahrscheinlich das Wetterradar auch kaputt sein, was dahinter ist. Also das heißt, man muss dann quasi vorne alles neu machen. Also du bist da mit den Wings okay oder sowas. Ich bin ja eher so der Brusttyp, muss ich ehrlicherweise sagen. Hallo Frank. Absagen mit Sicherheit nicht, gibt üblere Speise als Kentucky schreit Vieh. Aber wie gesagt, es gab halt nur einen, ne? Also ist schwierig. Ja, aber was willst du erwarten als Rückzahlung, wenn wir doch wissen, dass bei Lufthansa 80 Cent das Economy-Class-Essen gekostet hat? Was kostet denn das Business-Class-Essen? Da war wahrscheinlich die Keule vom KFC teurer, ne? Also das ist so. Und Getränke müsste es ja eigentlich gegeben haben, weil die brauchst du ja nicht kühlen, denke ich mal, oder? Also da wäre ich mal gespannt, was da zu sagen ist. Ja, dann danke ich euch, dass ihr heute Abend wieder bei Frequent Traveler TV, da ist, genau, Ronny sagt auch noch, das ist Folter. Jetzt danke ich euch aber, dass ihr bei Frequent Traveler TV dabei gewesen seid. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zum Stammtisch zu kommen, ein T-Shirt zu kaufen oder aber auch eine Kanalmitgliedschaft. Und bis morgen wieder. Freue mich. Also, bis dann. Ciao. Abspann für euch jetzt. Also, bis dann.